Hala Madrid, Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Freunde. Ja, heute geht es um 3 wichtige Punkte. Und zwar Real Madrid oder beziehungsweise Perez möchte Pedri haben für nächste Saison von Barcelona. Der Figo 2.0, wie man so schön sagt. Und unser Trainer beschuldigt Barcelona, beziehungsweise, dass sie ein Schiri schön Geld gegeben haben, jahrelang. Das Thema kennen wir ja, da will ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Und unser Vorstand auch, nochmal ist heute überhaupt Thema, redet unseren Trainer rein, wie er welche Mannschaft oder wie er die aufstellen soll. Herzlichen Glückwunsch. So kann man natürlich auch richtig schön Unruhe ins Verein bringen. Ja, mein Name ist Dennis, schön, dass ihr dabei seid. Ich würde mir natürlich freuen, wenn ihr weiterhin meinen Kanal abonnieren würdet, damit wir immer größer werden. Und ja, demnächst, oder ich wurde jetzt gefragt, ob ich auch mal komplett live gebe ein Spiel. Wir werden mal sehen. Ich habe ja letztens einen Teststream gemacht, aber ich denke mal, beim nächsten Spiel könnte das sein, dass ich mal über eine längere Zeit oder über das ganze Spiel live gehe. Aber natürlich, es ist einfach ein normaler Livestream. Es wird erstmal noch nicht so spektakulär mit irgendwie, ne? Und so weiter. Aber es ist auch egal. Hauptsache live, das habe ich auch gelesen. Und ja, gucken wir mal, ob ich das beim nächsten Spieltag schon mache. So. Wir fangen mal an mit diesen ganzen Chaos bei uns. Jetzt ist durchgesickert oder schon ein bisschen länger her, was heißt ein bisschen, paar Tage, dass Perez oder überhaupt der Vorstand nicht zufrieden ist, wie unser Trainer, welchen Spieler aufstellt. Ja, da frage ich mich, okay, aber ich habe ja letztens schon in meinem Video gesagt, ich reg mich so, bei Bayern ist das ja so oft der Fall gewesen, dass der Vorstand sehr viel Einfluss hatte. So, und Uli Hoeneß und so, und auch mit, wie man welche Spieler kauft. Und da habe ich immer gesagt, das ist das große Problem bei Bayern München. Wenn der Vorstand mitquatscht, das kann nichts werden. Aber entsprechend oder im Moment oder zur Zeit ist das bei uns so, dass die da oben oder Perez sagt, nee, Kammerwinger soll da spielen, MAP da, als Beispiel jetzt Arda Güler hier. Dann ist natürlich die Frage, wie viel Unruhe bringt ein das in Verein und beziehungsweise warum setzt sich Perez nicht gleich auf die Bank? Als Beispiel. Das habe ich auch schon gesagt, beim Kumpel, der Bayern-Fan ist, dann kann sich Uli Hoeneß oder wer auch immer sich doch auch auf die Bank setzen früher, ne? Ja. Kann ich nicht, also es ist ein Chaos pur, es kommen immer neue Sachen. Warum lässt man, ich bin jetzt auch Legende hin oder her, unser Trainer, ich bin mit dieser ganzen Situation nicht zufrieden, aber man muss doch ein bisschen ihn natürlich auch er muss doch selber entscheiden können, wie er was ausstellt. Ich bin auch nicht immer zufrieden mit, wie er was ausstellt, ne? Arda Güler und so weiter und so fort, ihr wisst das. Valverde, aber gut, es geht ja nun mal nicht anders. Wenn es nicht anders geht, hinten mit Valverde zum Beispiel geht's nicht anders. Natürlich, jetzt kommen wir dazu, Dani Carvajal könnte auch mal wieder spielen. Er ist ja fit. Das hatten wir beim letzten Spiel gesehen. Danach hat er sich mit Pinto unterhalten. Er ist ja fit, aber unser Trainer gibt ihn ja nicht mal ein paar Minuten. Ich meine, er ist der Rest der Legende bei uns im Verein. Er sollte vielleicht noch mal ein paar Minuten spielen, bin ich der Meinung. Aber gut. Und dementsprechend wird von oben hereingelabert. Und ich weiß nicht, ob das alles so toll ist. Ja, da könnt ihr mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Ich halte davon nichts, wenn oben der Vorstand, die Anzugträger, also wenn es was Wichtiges, wenn was ganz Extremes ist, dann kann man das machen. Aber nicht wie der Trainer ständig aufstellt. Natürlich, wenn er ständig hin und immer was anderes macht und ein MAP ins Tor stellt, übertrieben jetzt und so weiter, dann kann man das machen. Aber man sollte Trainer sein lassen, weil sonst können die da oben einen Trainingsanzug anziehen, so nach dem Motto, und sich dahin setzen. Ich meine, bei Real Madrid sitzt ja keiner Trainingsanzug. Es war jetzt nun mal, ne? Ihr wisst ja, wie ich das meine. Ja. Und wenn wir schon bei unserem Trainer sind, bleiben wir dabei. Ich will aber auch nicht so viel zu sagen. Wir kennen ja die Geschichte. Barcelona soll ja ein Schiri, ich habe mich da auch ganz ehrlich, will mich auch gar nicht mit FC Barcelona befassen, weil der Verein interessiert mich eigentlich nicht. Natürlich ist das eine Schande, wenn sie einen Schiri bezahlt haben, der den Spieler natürlich ihres Gunsten pfeift. Ja, natürlich, so kann man natürlich die letzten Jahre dann auch sehr viel gewinnen oder manche Sachen. Und unser Trainer hat das, glaube ich werde mal kurz das einblenden, hat das wohl letztens auch nochmal kritisiert oder Barcelona beschuldigt. Das ist natürlich, ne? Ich bin aber der Meinung, weil wir gerade dabei sind, sollte
unser Trainer sich auf unsere Probleme eher mal jetzt konzentrieren, als das Verfahren, glaube ich, oder das läuft ja noch alles mit Barcelona. Und aber ganz ehrlich, mal meine Meinung dazu. In der FC Barcelona passiert doch so und so nichts. Die können doch machen, was sie wollen. Genauso wie die haben kein Geld, Stadion ausbauen, was sie in 3 Jahren noch nicht mal richtig geschafft haben. Das dauert ja noch mal 3 Jahre. Wahrscheinlich regnet es dann noch mal rein. Fakt ist aber, sie können Lewandowski, haben sie noch den FC Bayern, müssen sie, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, noch 40 Millionen geben oder irgendwie. Da ist es auch noch nicht. Eigentlich hat dieser Verein gar kein Geld. Aber sie können machen, was sie wollen. Also Juventus Turin musste absteigen wegen so ähnlichen Sachen in die 3. Liga. Warum der FC Barcelona nicht? Und nicht, weil wir jetzt Real und dann wir sagen, wir können, oh ja, Real, dann sind wir die letzten Jahre erstmal Meister. Nein, es geht nur darum, Gerechtigkeit. Es muss schon, also du kannst kein Juventus Turin runterstufen bis in die 3. Liga und der FC Barcelona ist es scheißegal, kann machen, was er will. Das geht alles nicht. Und wenn ich dann überlege, wen sie haben wollen, dies und jenes, die haben eigentlich gar kein Geld. Sie sind eigentlich komplett, ne? Aber lassen wir das. Das ist ein großes Thema. Ihr könnt da was zu schreiben, aber ich bin der Meinung, unser Trainer und überhaupt, man sollte, wir haben eigene Probleme und das wird schon gemacht und ist egal, der FC Barcelona kriegt doch so und so keine große Strafe in meinen Augen. Und wenn es ist eine Geldstrafe, die sie dann irgendwie wieder, keine Ahnung, machen. Ja, das ist ein Thema, aber es ist richtig viel los, ne? Würde ich mal so behaupten, ja. Aber jetzt kommen wir mal zum Hauptpunkt. Perez, auch wieder unser Vorstand, unser Chef, unser Boss, möchte für die nächste Saison Petri verpflichten von FC Barcelona. Ein Figo 2.0. Ja, was haltet ihr davon? Also, erstens ist das ja nicht so gang oder üblich, so wie in der Bundesliga, wie Bayern das oft gemacht hat, bei Dortmund oder immer, sag ich mal, die Konkurrenten zu schwächen. Das ist sehr selten. Ne? Figo war ja mal so. Das Ding ist jetzt mit Petri. Natürlich ist Petri, das ist natürlich top. Dafür würde aber wahrscheinlich Haaland nicht verpflichtet werden. Ich bin immer noch ein Befürworter, dass Haaland kommt. Unbedingt. Meine Meinung. Ihr könnt das gerne unterschreiben. Aber dann wird das erstmal wieder nichts. Im Mittelfeld bin ich der Meinung, sind wir gut eigentlich aufgestellt. Jetzt soll Petri kommen und dann wird alles also Petri ist top. Da brauchen wir gar nicht von reden. Aber es wird alles wieder umgemorst, vor allen Dingen im Mittelfeld. Ich will ja nur nicht sagen, wer da alles spielt. Wir wissen das. Und wie wird das denn? Und so weiter und so fort. Ich habe das Problem, dass wir einen Stoßstürmer, wie ich immer so schön sage, wir brauchen da vorne also Vinny das Problem. Wie lange bleibt das? Schießt er kaum Tore? Natürlich, überhaupt macht das alles noch Sinn. Und. Und jetzt Petri. Ja. Ich weiß es nicht. Da bin ich genauso in Schwiespalt oder ob man jetzt Vinny verkauft oder nicht. Ich bin der Meinung, das ist ein großes Thema, ob man Vinny verkauft. Wenn das so bleibt, der Stress, kaum Torbeteiligung, mal ja, aber dann wieder 10 Spiele dazwischen. Ganz ehrlich, wir brauchen vor allem wie Benzema vorne ein und so weiter. Da würde Mbappé das wird alles viel besser passen. Mit Haaland wäre das meines Erachtens, das wäre zwar noch teurer, glaube ich, aber ich weiß nicht. Petri, geil, ja, aber ich glaube, dann es könnte vielleicht noch mehr Stress geben. Und wichtig ist auch, die Abwehr, da hinten muss auf jeden Fall was passieren. Und nicht nur ein Spieler, sondern mehrere Spieler. Das muss da hinten fest stabil sein wie eine Mauer. So. Naja, das können wir nicht nur Abwehrspieler kaufen, wir müssen natürlich für nächste Saison noch was anderes kaufen. Aber das ist ja ein Punkt. Petri ist bombastisch und er wird bei uns natürlich ist das geil, ein Figo 2.0. Aber, wie ich schon gesagt habe, ich bin der Meinung, vorne ist wichtiger und hinten ist wichtiger. Das hört sich schlimm an, ne? Vorne ist wichtiger, MAP. Ne? Aber sonst, es kann ja nicht nur alles MAP da machen, sorry. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schauen, was haltet ihr davon, ob Petri kommt, ob er das überhaupt macht. Ne, ob Petri das überhaupt macht, ist ja auch die Frage. Das ist auch die Frage. Und wir wissen ja, wenn es um Geld geht, wir haben ein bestimmtes Limit bei Real Madrid, was ich gut finde, egal was für ein Name du bist.
Bei Barca ist das nicht so. Wenn der einen neuen Vertrag, weiß ich gar nicht, wie das da ausschaut bei ihnen, dann werden die ihn wahrscheinlich 100 Millionen geben, weil Barcelona hat es ja. Ne? Augenzwinkern. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, aber so, ich finde das ja geil, das ist das Geile an Fußball, ne? Man kann spekulieren, etc., pp. Aber also wenn ihr mich fragen würdet, Petri oder, das kann man jetzt nicht vergleichen, Petri oder Haaland erstmal, als Beispiel jetzt. Ich würde Haaland vorziehen. Wirklich. Und jetzt nochmal, nicht um Petri schlecht zu machen, nein, aber Mittelfeld, Mann, ich denke, wir brauchen da vorne mehr und vor allen Dingen hinten. Wir brauchen hinten was. Dementsprechend lassen wir es so stehen. Schreibt mal gerne unter und wie gesagt, folgt mir, das würde mich freuen und folgt mir auch auf Instagram und vor allen Dingen auch auf TikTok, auch Haaland Madrid Dennis, überall gleich der Name. Ja, dementsprechend lassen wir das so stehen und dann würde ich mal sagen, bin ich raus und ja, es gibt immer was Neues für die Realfans und etc. pp. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Freunde.